Hallo und herzlich willkommen. Heute aus dem Showroom in Arnsberg bei Trilux. Und wir sprechen heute über die E-Line Next. Und unsere Expertin, die Kathi Klein aus dem Produktmanagement, ist hier. Schön, dass du da bist, Kathi. Vielen Dank, Christian. Kathi, die E-Line Next. Ja, E-Line kennt man als Begriff. Was ist Next? Was ist neu? Was sind die Highlights bei der E-Line Next? Genau, wie du schon sagst, E-Line ist ein bekannter Begriff, ein bekanntes Produkt am Markt. Und da war es eben an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen, heißt noch mehr herauszuholen. Und das haben wir geschafft hinsichtlich Lichtqualität, hinsichtlich der Flexibilität und auch der Effizienz. Ja, und darüber hinaus, man merkt die Themen wie Smart Factory, Industrie 4.0, all diese bestimmen auch die Agenten. Und da müssen wir natürlich schauen, dass wir alle Weichen stellen, um die auch in dieses Produkt zu integrieren. Du hast gerade schon gesagt, die Lichtqualität ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Trilux steht für eine hohe Lichtqualität. Wie habt ihr das bei der E-Line Next gelöst? Ja, bei der E-Line hat das verschiedenste Aspekte, vielleicht angefangen bei höheren Farbwiedergaben, auch mit CAI 90. Aber ich persönlich würde sagen, ja, das Herzstück des ganzen Systems ist wirklich der Optikbaukasten, der natürlich ja, höchste Lichtqualität in unterschiedlichste Anwendungsbereiche bringt. Wir sprechen hier von 15 verschiedensten optischen Systemen und dazu kommen noch verschiedene Strahlervarianten, um auch da Möglichkeiten zur Akzentuierung und Emotionalisierung zu schaffen. 15 optische Systeme für verschiedenste Anwendungsbereiche, ja, vielleicht bekannte Bereiche, Logistikbereiche oder auch ja, Industriehallen. Im Logistikbereich haben wir zwei spezielle Logistikoptiken entwickelt, die eben auch bei Montagehöhen bis 20 Metern da das ideale Licht schaffen. Oder auch im Retail-Bereich zwei doppelt asymmetrische Optiken, um da auch bei unterschiedlichen ja, Gangbreiten und Montagehöhen auch die Möglichkeit zu schaffen, da das ideale Licht an den, in den Regalen dann zu realisieren. Jetzt ist ja im Bereich Lichtqualität ein ganz, ganz großes Schlagwort, Human-Centric Lighting, HCL. Wie sieht das bei der E-Line Next aus? Welche Möglichkeiten verschafft mir die E-Line an der Stelle? Da gibt es eigentlich alle Möglichkeiten. Dadurch, dass ja, alle optischen Systeme auch HCL-fähig sind, also alles ist miteinander da kompatibel, gibt es die Möglichkeiten, das in ja, vielleicht bekannte HCL-Anwendungen, wie zum Beispiel Büroanwendungen zu integrieren, mit einer entblendeten Optik beispielsweise, aber auch das Ganze vielleicht in die Industrie zu bringen, in einen Dreischichtbetrieb, um da auch dann nachts eben unterstützen zu können. Oder im Retail-Bereich an Kassenbereichen, um da eben auch die Mitarbeiter zu motivieren und eben noch effizienter arbeiten zu können. Flexible Einsatzgebiete, wie ich hier raushöre, und Flexibilität war eben auch eins deiner Stichworte. Was bedeutet das bei der E-Line? Was bedeutet Flexibilität da an der Stelle? Welche Möglichkeiten verschafft mir diese Flexibilität? Flexibilität hinsichtlich der optischen Systeme ist definitiv gegeben, aber auch hinsichtlich der Längen, sprich wir haben 3 unterschiedliche Längen. Darüber hinaus haben wir aber auch unterschiedliche Tragschienensysteme. Wir haben eine Fixtragschiene, die eben eine sehr schnelle, einfache Montage auch ermöglicht. Die Fixtragschiene gibt es auch als IP64-Lösung, das heißt, sie öffnet Türen in sehr staubige Umgebungen, wo eben eine staubdichte Leuchte relevant ist. Und darüber hinaus gibt es jetzt auch eine Flex-Tragschiene, Flex, wie der Begriff schon sagt, mit einer durchgängigen Stromschiene, um dann da eben die Module frei und flexibel positionieren zu können. Das schafft individuellste Beleuchtungskonzepte. Jetzt ist ja in anderen Anwendungsfällen auch das Thema Wirtschaftlichkeit ganz wichtig, eine hohe Effizienz. Trilux steht bei all ihren Produkten immer für eine sehr hohe Effizienz. Wie sieht das im Bereich der E-Line Next aus? Und ja, ihr habt noch einen Schritt weiter gedacht. Genau, Effizienz denkt man vielleicht als allererstes an Lumen pro Watt, heißt die reine Leuchteneffizienz. Und da müssen wir natürlich, oder haben wir auch sichergestellt, dass wir da eine sehr effiziente oder die effizienteste Lösung auch anbieten können. In Kombination, vielleicht ein kleiner Schritt weiter, auch mit Lichtmanagementsystem, unserem LiveLink, kann man das Ganze natürlich noch effizienter gestalten. Und darüber hinaus bedeutet für uns Effizienz aber nicht nur die reine Leuchteneffizienz, sondern auch die Effizienz beispielsweise bei der Installation. Durch einen längeren Leuchteneinsatz, beispielsweise unserer 225 langen Leuchte, kann man sehr effizient das Ganze montieren. Oder auch mit einem neuen Verpackungskonzept, das heißt, wir bieten auch projektspezifische Verpackungen an, mit weniger Verpackungsmaterial kann das Ganze noch effizienter entpackt und dann eben installiert werden. Das heißt, hohe Nachhaltigkeit auch für die Zukunft und das steckt ja im Namen drin, E-Line Next, also nach vorne gerichtet. Welche Möglichkeiten verschafft mir die E-Line Next, mich auch für die Zukunft sicher und flexibel aufzustellen, dass ich auch neue Möglichkeiten für mich entdecken kann? Also der erste Schritt ist relativ einfach. Der erste Schritt ist der Griff zu einer DALI-Leuchte. Das heißt, mit einer DALI-fähigen Leuchte habe ich die Möglichkeit, das Ganze in ein Lichtmanagementsystem zu integrieren oder auch eine offene Schnittstelle zu bilden für die Integration in ein Gebäudemanagementsystem.
Darüber hinaus sind unsere Leuchten oder unsere DALI-Leuchten auch Monitoring-ready. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, die Beleuchtung oder eben betriebsbezogene Daten zu tracken in Echtzeit, um da auch proaktiv reagieren zu können. Das sind so die ersten einfachen Schritte. Wenn man jetzt weiterdenkt, Smart Factory, Industrie 4.0. Hier haben wir natürlich auch die Möglichkeit, verschiedenste digitale Services zu integrieren, wie Heatmapping, Asset Tracking oder Indoor Positioning. Das lässt sich natürlich wiederfinden in Industrieanwendungen, aber auch beispielsweise im Retail-Bereich. Man kann auch Personenschrittzähler, dass man eben sieht, okay, wie sind meine Kundenströme, und all das lässt sich da eben integrieren. Das heißt, kurzum, E-Line ist die Infrastruktur im Gebäude und da lässt sich wirklich alles Mögliche dann einbauen. Bei diesen ganzen Möglichkeiten brauche ich natürlich vielleicht Hilfe bei der Planung meiner perfekten Lösung für meinen Anwendungsfall. Wie kann mich Trilux dabei unterstützen, das perfekte Lichtband zu planen? Ja, wie du schon sagst, ich bin überzeugt, dass es für jeden das perfekte, ideale Lichtband eben in der Anwendung gibt. Der erste Schritt ist definitiv auch der Blick oder der Schritt zur Homepage, um zu schauen, welche Möglichkeiten habe ich da. Da findet sich dann auch unser E-Line-Konfigurator, um sich individuell sein Produkt dann auch zusammenstellen zu können. Wenn man noch nicht genau weiß, wo der Weg hingeht, steht natürlich das ganze Trilux-Team da auch bei allen möglichen Fragen zur Beratung, aber auch bei der letztendlichen Planung natürlich zur Seite. Darüber hinaus bei der Inbetriebnahme und so weiter bis weitergedacht bei beispielsweise Finanzierungsprojekten. Also wirklich ein tolles Portfolio, weitergedacht auch nach vorne und viele, viele Möglichkeiten für die Anwendungsfelder. Vielen, vielen Dank, Kathi, für diese echt interessanten Insights. Und ja, wir haben alle Informationen für Sie natürlich verlinkt und deswegen freue ich mich, Sie wiederzusehen bei einem der nächsten Videos. Bis bald.